der Campingplatz am Marien. Herzlich willkommen bei Virtual Campsite. Mein Name ist Dominik und ich möchte euch heute den Campingplatz am Marien in der Nähe von Rovinj vorstellen. Fangen wir doch direkt an nach dem Intro. Wie eingangs schon erwähnt, befinden wir uns auf dem Campingplatz am Marien und da hat sich wirklich einiges getan im letzten Jahr und der Campingplatz ist tatsächlich noch nicht komplett fertig. Wir befinden uns jetzt erstmal im Eingangsbereich, sprich hier an der Rezeption, und eins kann ich euch schon mal vorab sagen: mit der AXI Camping Card bekommt ihr hier richtig ordentlich Rabatt in der Nebensaison. Da bezahlt ihr für den Platz gerade mal 18 Euro. Also wer noch keine AXI Camping Card hat, auf jeden Fall mitnehmen, wenn es in die Nebensaison startet, und den Link dazu findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Also starten wir unseren Rundgang. Und da fahren wir doch mal direkt an mit 20 km/h darf man hier auf dem Campingplatz fahren. Hunde sind natürlich erlaubt, diese sind jedoch an der Leine mitzuführen. Ja, der Campingplatz ist noch nicht ganz fertig. Hier vorne sehen wir eine kleine Baustelle noch und bis zum 1. Juli diesen Jahres soll zumindest der Großteil eröffnet werden, sowie die ganz neuen Mobile Homes. Hier sehen wir jetzt auch schon die Parkplätze. Da gibt es wirklich einige, Gott sei Dank auch im Schattenbereich. Und ansonsten gibt es Campingzelte, es gibt Mobile Homes, es gibt Apartments, es gibt hier eine ganze Menge an Übernachtungsmöglichkeiten und wir klingeln die Menschen erstmal weg. So ist es doch schon viel angenehmer zu fahren. Wir schwenken gleich mal nach links, da gibt es wie so eine kleine Einkaufspassage, wo ihr sämtliche Bälle, Angelzubehör, Hüte und weiß der Geier was alles bekommt. Ich war hier nie, weil, wie gesagt, es gibt derzeit noch keinen Supermarkt. Es soll ein Supermarkt eröffnet werden. Wann das soweit ist, ich weiß es nicht. Und zum Lidl hin ist es schon echt ein gutes Stück. Also es ist natürlich praktisch, wenn ihr ein E-Bike oder gar ein Auto dabei habt. Ich finde, da hätte man tatsächlich so einen Bus-Shuttle einrichten können, zumindest einmal am Tag, der die Camper zum Lidl fährt. Wir fahren jetzt gleich komplett runter Richtung Strand. Das Ganze alles mal ein bisschen schneller als wie diese 20 km/h erlaubt. Hier rechts sehen wir die Apartments und direkt vor uns endlich das Meer. So ist es wunderschön. Und den Weg merken wir uns, da geht es nämlich später ins Restaurant. Ihr seht hier die Baustellzäune, das sind die neuen Mobile Homes. Absolut traumhaft schön, muss ich euch sagen. Leider konnte ich sie von innen mir nicht ansehen, aber von außen ist die Anlage schon richtig schick. Das am Marien ist nicht mehr so, wie es früher mal war. Auch die Sanitäranlagen, da hat sich einiges getan. Ich sag's euch, seid auf jeden Fall gespannt, es ist wirklich phänomenal. Die Parzellen, die sind recht groß, waren sie allerdings früher auch schon. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn es auch etwas mehr Schattenplätze geben würde. Gibt es jetzt hier leider nicht. Hier rechts sind schon die Campingzelte. Dazu gibt es ein extra Video, das verlinke ich euch natürlich und schreibe es euch mit in die Videobeschreibung. Und dann schauen wir uns doch auch gleich mal den Grillplatz an. Hier habt ihr die Möglichkeit, mit der ganzen Familie und der Holzkohle zu grillen. Der Grillplatz selber war immer wirklich sauber, so wie auch der ganze Platz. Also hier hat man sehr darauf geachtet, dass immer alles picobello sauber ist und wirklich richtig schön. Also die Grillplätze sind hier auf dem am Marien auch richtig neu. Da macht es doch gleich wieder wesentlich mehr Spaß zu grillen. Das Wetter in der schönsten Stadt Istriens natürlich mega traumhaft. Hier kommt die Entsorgungsstation, sprich hier könnt ihr euer Müll entsorgen. Alles mögliche wie Plastik, Gemisch, Papier und Glas. Hier links
kommt auch gleich der Matthias. Dazu gibt es ein extra Video. So sieht er aus mit seinem skurrilen Wohnmobil. Das packe ich euch hier in die Infobox oben rechts. Schaut es euch an. Wirklich super interessant. Sein Wohnmobil, was er da auf die Beine gestellt hat. Gigantisch. Ja, bis vor kurzem war hier noch die richtig krasse Baustelle. Man kann zumindest jetzt schon durchfahren. Man sieht noch die Bauzäune. Und wie gesagt, rechts die komplette Anlage, alles richtig tippitoppi gemacht. Und jetzt schauen wir uns mal die Sanitäranlage an. Ich bin wirklich ein Fan von den Sanitäranlagen hier auf dem Campingplatz. Ihr wisst es, mir persönlich ist es super wichtig, dass die Sanitäranlagen sauber sind. Sie müssen sauber, gepflegt sein. Und hier auf dem Platz sind sie sauber, gepflegt, immer im besten Zustand. Und ihr seht auch immer eine Putzfrau rumlaufen. Das ist wirklich, wirklich toll. Dieses Mal habe ich aber nur ein Sanitärhaus für euch gefilmt. Ich kann nicht immer 4, 5 alle Sanitäranlagen da mit reinhauen ins Video. Das wird euch zu viel, es wird auch mir zu viel. Deswegen gibt es jetzt nur dieses eine Video davon. Dieses ist richtig, richtig schön. Also mir gefällt es auch die Dusche. Was super ist, man dreht das Wasser auf und das Wasser läuft. Und es geht nicht nach 30 Sekunden wieder aus, so auf extra Sparflamme. Nein, hier kannst du es wirklich laufen lassen. Auch hier der Privatroom, sage ich jetzt mal, da wo ihr euch rasieren könnt, wo ihr euren Föhn habt. Hier seid ihr wirklich ungestört. Das ist die Kindertoilette. Gigantisch. Also für die Bambinis natürlich ein Traum, ein Handwaschbecken, sehr weit unten mit ihrer eigenen Dusche. In jedem Sanitärhaus die Möglichkeit, eure Chemietoilette zu entsorgen. Das habe ich nicht gefilmt. Zumindest gibt es hier noch einen Wickelraum. Kannst du entspannt Platz nehmen und zuschauen, wie dein Mann das Kind wickelt und badet. Die Eingänge hier in dem Waschhaus oder im Sanitärhaus, überall auf allen, wirklich alle Seiten gibt es Eingänge und Ausgänge, bis man sich da dann mal zurechtgefunden hat und wieder den richtigen Ausgang nimmt, wo man auch reingegangen ist. Das kann tatsächlich ein bisschen dauern, aber alles halb so wild. Natürlich sehr rutschig hier auf diesen Fliesen. Und jetzt kommen wir zur Hundedusche. Für uns Hundebesitzer ein Traum. Das ist mein Hund, das ist Jordan Bulldog München. Ihr findet ihn selbstverständlich auch hier auf YouTube oder auf Instagram. Der Spielplatz. Der Spielplatz ist direkt neben Sanitärhaus 1. Leider Gottes immer in der prallen Sonne. Ja, wer es durchlesen möchte, kann gerne auf Pause drücken. Ja, wie gesagt, der Spielplatz befindet sich in der prallen Sonne. Am besten sehr, sehr früh hingehen oder am Abend. Vielleicht, hoffentlich, ändert sich daran noch was, weil sonst ist der Spielplatz tagsüber absolut überflüssig. Das ist auch mal ein schöner VW LT. Ich persönlich muss sagen, ich liebe es, über die Campingplätze zu laufen, zu schauen, was haben die Leute so dabei, was gibt es für Wohnmobile, Wohnwagen. Das ist schon immer super interessant. Hier oben befinden sich übrigens die Axi-Plätze. Leider Gottes ist auch hier die Grauwasserentsorgung und ganz da vorne die ganz große Baustelle. Wie gesagt, das sind hier die Axi-Plätze, die sind im obersten Bereich vom Campingplatz. Da ist der Matthias, grüezi Matthias, der Schweizer. Auch wunderschön dieser VW Bulli mit Aufstelldach. Es ist schon was Schönes, gell? Wenn man so durchfährt, sich das alles mal so ein bisschen ansieht. Weiß nicht, macht sie das auch gerne? Wenn sie es gerne macht, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und die haben wirklich alles dabei. Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, in die Stadt Rovinj zu kommen. Entweder mit einem Taxiboot, mit einem Bus, der direkt am Eingang vom Campingplatz losfährt, oder zu Fuß oder gar mit dem E-Bike. Ich bin für euch Boot gefahren und bin den ganzen Weg zu Fuß zurückgegangen
Und das alles in einer Dreiviertelstunde. Es ist definitiv machbar. Jetzt schauen wir uns den Strand an. Volleyballfeld, es gibt Tennisplätze. Hier war dann auch irgendwann mal eine Gruppe von Jugendlichen, die haben in der Mittagshitze immer gespielt. Hier ist übrigens links der kleine inoffizielle Hundestrand. Den habe ich sehr gerne besucht mit Jordan, weil zu dem anderen Hundestrand, den ich euch später noch zeigen werde, da läuft es jetzt tatsächlich ein Stückchen und gerade zur Mittagshitze nicht das Schönste für einen Hund. Jetzt fahren wir hier den Strand einfach mal ein bisschen entlang. Also es war relativ gut besucht für Ende Juni und auch hier habt ihr die Möglichkeit, euer eigenes Boot ins Wasser zu lassen. Ihr könnt hier Tretboot ausleihen, Kanu fahren, Kajak fahren, Windsurfen bieten sie sogar an. Auch Fahrräder könnt ihr euch ausleihen. Wie viel die kosten, kann ich euch leider nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hatte mein E-Bike dabei, auch so eine Bootstour, so eine Delfin-Tour. Ob man dann wirklich Delfine sieht, ich weiß es nicht. Was schön ist, ist auch hier wieder so ein Aquapark oder ich weiß nicht, wie nennt man die Hüpfburgen im Wasser. Wenn ich nicht so alt wäre, ich würde es hier gerne machen, aber ich weiß gar nicht, ob man das dann noch darf. Hier vorne seht ihr schon die wunderschöne Stadt Rovinj. Und hier kommt jetzt auch gleich unser Taxiboot. Natürlich ist die Aufnahme von abends, weil was will ich zur Mittagshitze in der Stadt drin, da gehst du wirklich kaputt. Hier kommt das Taxiboot, das kostet pro Person einfach 7 Euro. Finde ich persönlich jetzt schon einen recht sportlichen Preis, wenn es da zu viert bist. Da bist du mal richtig gutes Geld los. Hier rechts, ich weiß nicht, habt ihr es gerade gesehen, dieses Segelschiff, ein 5-Mast-Segelschiff, Wahnsinn. Also eine Segelyacht, oder? Eine Segelyacht sagt man wahrscheinlich dazu. Und das ist Rovinj. So sieht Rovinj von oben aus. Das ist doch mal eine mega geile Aufnahme, finde ich. Mir persönlich gefällt Rovinj sehr gut. Wir sind wieder zurück hier am Campingplatz. Jetski, haben wir gesehen, kann man sich natürlich auch ausleihen. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz im Schnelldurchlauf die Minigolfanlage. Wer Lust hat, kann natürlich hier Minigolf spielen. Die Preise erfahrt ihr natürlich an der Rezeption. Ich habe sie irgendwo abfotografiert. Leider ist dieses Bild verschwunden. Ich kann es euch also jetzt nicht mehr sagen. Zumindest ist die Minigolfanlage ordentlich im Schatten. Kommen wir zu der Straße, wo ich gesagt habe, merkt euch die Straße, da geht es nämlich dann zum Restaurant. Hier rechts befinden sich nochmal 2 Tennisplätze und hier links ist jetzt das Restaurant. Und das habe ich für euch gefilmt, denn ihr habt hier die Möglichkeit, All You Can Eat zu essen. Das Ganze für 25 Euro. Natürlich immer wechselnde Gerichte. Ich habe extra nachgefragt, ob ich das Ganze hier filmen darf. Es ist wirklich sehr schön angerichtet. Es schmeckt auch recht gut. Es ist halt die internationale Küche. Ihr kriegt Pommes, ihr kriegt Schnitzel, ihr kriegt Pasta. Die Pasta war tatsächlich auch sehr gut. Ich habe sie probiert, sie war wirklich lecker. Jedoch möchte ich, wenn ich in Kroatien bin, auch die kroatische Küche erleben, schmecken, den frischen Fisch, fangfrisch, die Muscheln und natürlich auch gerne mal eine Fleischplatte. Man kann es mal machen im Urlaub. Wie gesagt, das Ganze hier für 25 Euro wirklich schön eingerichtet. Das Restaurant sehr nett, auch sehr groß. Ich muss sagen, die Apartments, die sind halt gerammelt voll gewesen. Also war das Restaurant am Abend wirklich bumsvoll. Ich schätze mal, dass die so ein All-Inclusive-Paket hatten oder irgendwas in die Richtung. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit hier zu Mittag zu essen. Meine ich, kostet auch 25 Euro. Und das ist die Aussicht hier vom Restaurant aus. Ist schon nicht schlecht. Und jetzt kommt der Pool. Und der Pool, ja, wenn du im Pool sitzt, liegst, stehst, whatever und dann aufs Meer siehst, das ist schon wirklich toll. Also mir gefällt es, vor allem die weißen Sonnenschirme ist natürlich immer ein Highlight. Und wir sehen
da hinten im Hintergrund die Sveti Euphemia, das Wahrzeichen Rowins. Wir sind noch nicht fertig hier mit dem Rundgang am Campingplatz Ammarin. Ihr habt auch die Möglichkeit, euch klassisch massieren zu lassen. 25 Minuten kosten um die 30 Euro. Jetzt zeige ich euch noch meine Hunderunde. Hier bin ich sehr gerne mit Jordan gegangen. Ihr habt hier schattige Plätze. Der Hund hat ein bisschen Wiese zum Schnüffeln. Ideal, um einfach mit seinem Hund hier spazieren gehen zu können. Und nicht immer nur an den Parzellen vorbei. Dann hier den Weg runter. Ihr kommt dann auch tatsächlich irgendwann zu dem Hundestrand. Es gibt überall Liegen. Ihr seht es, die Liegen, die kosten 12 Euro am Tag. Ich dachte erst, die sind inkludiert. Nein, sind sie nicht. Die Liegen kosten 12 Euro. Wir fahren jetzt den Weg einfach noch nach hinten. Und dann möchte ich euch noch einen Restaurant-Tipp mitgeben. Und zwar, wenn ihr hier den Weg immer geradeaus weitergeht, kommt irgendwann ein Wäldchen und da dahinter befindet sich das Restaurant Blas. Die haben auch traditionell kroatische Küche. Das ist jetzt eine Grillplatte für 2 Personen. Ich habe sie natürlich alleine gegessen. Kostet 28 Euro, aber super lecker. Jetzt endlich am Hundestrand angekommen. Es empfiehlt sich auch für einen Hund Hundeschuhe, damit ihr einen entspannten Urlaub weiterhin genießen dürft. Diese Aufnahme entstand von dem Restaurant Blas aus. Wir sind leider auch schon am Ende angekommen hier von dem Campingplatz Ammarin. Es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, euch den Campingplatz zeigen zu dürfen. Schaut doch gerne auch die anderen Videos an mit dem Mobile Home und dem Campingzelt hier vom Ammarin oder das Video mit Matthias und seinem gigantischen Camper. Macht es gut, ciao, euer Dominik.